Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte zwischendurch jetzt mal zu meinem Semesterende ein Architekturvideo machen, weil euch das ja immer interessiert hat, was ich alles immer so fertiggestellt habe und wie das Endergebnis aussieht. Und deswegen habe ich jetzt die letzten Wochen alles, was ich gemacht habe, einfach mal mitgefilmt, um zu zeigen, wie meine Fortschritte sind, woran ich gearbeitet habe, was meine Probleme zwischendurch waren. Und das habe ich einfach alles so zusammengeschnitten, ab und zu mal gefilmt. Und deswegen wollte ich euch mal zeigen, wie das so alles abgelaufen ist in der Corona-Zeit. Ich bin dann immer zu verschiedenen Läden gefahren, um mir Materialien zu holen. Und zum Beispiel jetzt seht ihr gleich, glaube ich, die erste Szene wird dann zu Ikea sein, weil ich für mein Modell quasi diesmal ein paar speziellere Sachen brauchte. Also ich habe nicht nur Fenster ausgeschnitten und das sind dann halt einfach Fenster, sondern ich muss wirklich Plexiglasscheiben benutzen und ich wusste jetzt nicht ganz genau, wo man die herbekommt, aber Klein Susu ist ja nicht so doof und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dann gleich quasi zu Ikea gefahren bin und dann habe ich mir dann Bilderrahmen gekauft und inzwischen ist das halt so, dass die Bilderrahmen bei Ikea nicht mehr aus Glas bestehen, sondern halt aus Plexiglas, sodass sie nicht mehr kaputt gehen. Und darum geht jetzt gleich die Reise erstmal zu Ikea, um dann halt Bilderrahmen dafür zu holen. Und die kann man halt richtig leicht einfach zuschneiden mit einem Cuttermesser. Und da geht es jetzt gleich als nächstes hin und ihr werdet sehen, wie das Video so abläuft, was für Sachen ich gemacht habe. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Genau, es ist jetzt gerade 7 Uhr, also bevor wir zu Ikea fahren, ich stehe wirklich jeden Morgen halt echt früh auf, damit ich noch was schaffe. Jetzt habe ich hier Archicad geöffnet und ihr seht schon hier mein Haus in den verschiedenen Darstellungsweisen. Ich kann ja mal hier schon zeigen, das ein bisschen größer machen. Also hier seht ihr mein Haus, wie ihr das gesehen habt. Dann hier von der Seite, wo dieser Balkon da ist. Dann switchen wir mal rüber zur anderen Seite, also wenn man quasi um das Gebäude rumgeht, ist dann hier noch sowas. Dann habe ich hier so schöne Bäume ausgewählt und ich finde den Schnitt da voll interessant. Wenn man da so durchs Gebäude durchschneidet, das muss man meistens auch halt zeichnen, weil da natürlich müssen die Materialien und so beachtet werden. Da bin ich noch am Arbeiten. Genau, dann zeige ich euch mal eben kurz noch die anderen Sachen. So, das ist hier der Grundriss und dann hier seht ihr Isometrien. Also es ist quasi Isometrien, heißt, wenn man von einer Seite 30 nach rechts, 30 Grad nach links und dann halt so da sein Gebäude zeichnet. Ich finde, das sieht immer richtig schön aus. Hier nochmal das zweite von vorne. Das sieht auch echt gut aus. Und genau, jetzt muss ich das quasi auf Papier bringen, weil die Abgabe halt die gezeichnet werden soll. Und deswegen zeichne ich das jetzt auf Papier. Ich muss jetzt den Schnitt rekonstruieren auf 1:100, nur das Ding ist, ich habe hier schon einen Schnitt gezeichnet, nur der ist überhaupt nicht so genau wie der 1:33. Also der muss eigentlich fast nur noch ausschraffiert werden und um zu gucken, muss ich halt schauen, wie ich hier so durchschneide. Also quasi, keine Ahnung, ob ich das jetzt hier durchschneide oder hier durch die Treppe, glaube ich, am besten. Und dann muss man halt gucken, was sieht man, wenn man halt nach vorne guckt. Und da sieht man natürlich die Wände und sowas. Und das, was eigentlich schraffiert ist, das wird dann halt einfach schwarz gemacht. Und jetzt übertrage ich das halt von den beiden Zeichnungen auf so eine. So, ich muss jetzt ein 1:100er Modell, 1:500er Modell von meinem Gebiet da bauen. Das sieht quasi so aus. Das ist hier in Bremen-Neustadt und mein Gebäude, was ich hinsetze, ist ungefähr, ja, hier dieses kleine hier. Da packe ich das hin. Und diesen Quadranten muss ich jetzt nachbauen im 1:500er Modell. Und dafür benutze ich hier halt Bremen Virtual City, dass man halt hier sehen kann. Also als Modell sehr vereinfacht. Hier diese Gebäude und dann kann man hier lang scrollen und dann gucken, wie das hier so aussieht. Und das müsste ich dann nachbauen. Und jetzt gucke ich halt, wie hoch die Gebäude sind mit Google Earth. Und ja, da versuche ich das mal hier nachzubauen. Und dann hier kann ich über Google Earth gucken, wie lang das alles ist. Kann ich so die Länge einstellen oder nachmessen. Und hier zum Beispiel wähle ich das Lineal aus. Und dann kann man hier die Entfernung irgendwie starten und dann gucken, wie weit entfernt das ist. Ich habe jetzt zum Beispiel hier diese Häuserreihe, die ich haben möchte. Und dann gucke ich bei Google Earth, wie lang das alles ist. Und dann mit dem Lineal gucke ich dann, setze ich an und gucke dann hier, keine Ahnung wie viel Meter. Hier 77 Meter. Und dann müsste ich gucken, wie das im Maßstab 1:500 ist. Und dann mache ich das dementsprechend dann fertig. So, ich bereite gerade schon meine Pappe für mein Modell vor. Also ich bin hier gerade schon Also mein Haus soll ja so weiß sein, deswegen mache ich hier schon mal Pappe weiß. Und das ist halt, das sagen immer alle Professoren, dass man vorher die Pappe weiß machen soll, anstatt danach.
weil man das halt einfach sieht, wenn das im Nachhinein gemacht wurde. Deswegen mache ich hier jetzt die große Pappe komplett weiß und dann male ich halt die Sachen drauf, die ich dann darauf ausschneide. Ja, ich brauche auf jeden Fall die ganze Pappe, weil ich ja weiß, wie viel ich immer verwende. Ja, dann bin ich schon mal ganz am Tupfen hier. Sieht man hier nochmal, also hier ist es richtig noch Glasscheibe. Ja, hier ist das Glasscheibe. Und in dem Santiano-Bild, was ich da bei uns, also bei uns im Flur hängt, da, was ich Philipp geschenkt habe, ist das wirklich Plastik. Damit das halt nicht kaputt geht. Wo sind wir jetzt? Ja. Ist das dein Lieblingsladen? Ja, müssen wir was Keine Ahnung, ob wir jetzt draußen warten müssen. Aber wir gehen jetzt rein. Das Wetter ist komplett Müll. Naja, wir schauen mal. Okay, bei Ikea, das muss ich euch noch erzählen. Also natürlich gehört, glaube ich, bestimmt bei jedem beim Ikea-Besuch der Hotdog dazu. Und das war so, dass auf einmal der Hotdog-Verkauf wieder auf hatte, aber es war halt ganz komisch. Man hat seinen Hotdog in so einer Papiertüte bekommen und die einzelnen Zutaten waren halt wirklich so einzeln. Also die Zwiebeln waren in so einer Plastikschale, dann war Ketchup und Senf einzeln. Da hat man sowas mit Gürkchen, so ein Gurkenrelish quasi dazu bekommen, musste man sich auch noch selber drauf machen. Also es war ganz komisch, dass man sich den zwar selber bauen konnte, aber halt die Zutaten, die dafür genommen werden durften, halt einfach einzeln verpackt worden waren. Das war sehr komisch und da haben wir uns ein bisschen schwer getan, diesen Hotdog dann zusammenzubauen. Der Hotdog ist gleich fertig, warte mal. Oh, das fällt gleich alles in meine Tasche rein. Wie gesagt, brauche ich so Plexiglasscheiben und ich habe jetzt Ikea Bilderrahmen gekauft und versuche die mal so zu schneiden. Also es ging ganz gut mit dem Cuttermesser. Ich habe das nochmal extra hier das eine Stück abgebrochen, damit das richtig scharf ist. Also es geht. Es bricht quasi eher so ein bisschen, aber auf jeden Fall mit einer Schere geht es halt nicht, weil das halt mega splittert. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ersten Scheiben ausgeschnitten, also es funktioniert. Und dann gucken wir mal, wann wir das erste Mal ausprobieren. Ich gucke jetzt gleich mal, wo meine Heißklebepistole ist, weil ich gerade überhaupt nicht weiß, wo die ist. Aber damit kann man solche Sachen auch gerne festkleben. Am besten soll man das halt nicht sehen, aber so eine Heißklebepistole ist meistens eigentlich relativ gut zu haben, weil man natürlich sehr gut und schnell was festkleben kann, was auch halten soll. Deswegen gucke ich gleich mal, wo die ist und dann können wir uns die nächsten Tage an das Modell machen. Oh yes, das erste Stück ist geschnitten. Ich hole das gleich raus, aber das Messer ist richtig, richtig scharf geworden, dadurch, dass ich das jetzt so abgebrochen habe. Ja, also das wird noch richtig viel Arbeit, dieses Haus zu bauen, aber ich habe noch irgendwie 20 Tage, glaube ich, und dann muss ich das abgeben. So, ich bastel jetzt hier an meinem Modell weiter. Mein Zimmer sieht aus wie eine Werkstatt, also ich bräuchte irgendwann mal wirklich eine Werkstatt hierfür. So, mein Modell sieht jetzt folgendermaßen aus. Also hier schon mal sehr schick meine Brüstung, Balkongeländer. Ich weiß nicht, vielleicht sieht das angesprüht nochmal schöner aus. Ich habe nämlich hier nur für ich weiß nicht, wofür ich das benutze, auf jeden Fall hier so Dekorationssteine gekauft. Vielleicht kann man die nochmal verwenden. Und ich habe mir 2 Sorten Sprühfarbe geholt, weil ich vielleicht eventuell also quasi dieses Geländer da ansprühen werde, die Brüstung und dann vielleicht noch andere Sachen. Also ich glaube, schwarz und weiß kann man eigentlich immer verwenden und soweit bin ich inzwischen. Also ich habe mir ja aufgezeichnet, was ich so, also wie ich das zusammenbauen werde. Und ich habe gerade bei Obi angerufen, weil ich bräuchte für den Boden sowas wie Furnierholz. Also es sieht halt so aus, als wenn der Boden dann von meinem Modell aus Holz wäre. Das sieht natürlich sehr, sehr, sehr schick aus. Und ich will ja nicht einfach so einen weißen Boden machen und deswegen soll das halt ein bisschen echt aussehen. Deswegen fahre ich jetzt zu Obi und hole mir jetzt so ein Furnierholz. Mal gucken, was ich da so finde. Und dann baue ich halt mein Modell weiter, weil das braucht halt langsam mal einen Boden, weil das halt immer so ein bisschen wackelt. So. Ein großer Wagen. Oh, so viel schönes Holz hier. So, welchen Boden würde ich denn nehmen? Ich glaube hier eher so ein. So im Baumarkt bin ich irgendwie noch nicht fündig geworden, weil das halt einfach irgendwie so ist, dass ich keine Holz brauchte, sondern halt sowas, was man so wie Holz aussieht. Also sowas ganz Dünnes wie Tapete, aber anscheinend gibt es das hier wohl nicht. Oder ich muss nochmal herausfinden, wie genau das heißt. Auf jeden Fall
eine Holzplatte will ich ja eigentlich nicht kaufen. Deswegen muss ich noch weiter suchen und übers Internet vielleicht bestellen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt wieder nach Hause. Oh mein Gott, mir ist es so warm. Ja, und mal gucken. So, ich bin mir jetzt mit meinem Modell ziemlich weit gekommen. Also ich habe hier diese Wand, die hat mich so genervt. Die war halt immer zu lang oder so, dass die halt nicht reingepasst hat. Aber theoretisch ist das jetzt inzwischen so weit, dass ich das Ober- und Untergeschoss habe. Jetzt habe ich hier mit meinem Laminat, habe ich hier den Boden gebaut. Und den kann ich jetzt hier richtig schön hier reinschieben. Und das müsste dann passen, jawohl. Und so sieht mein Modell halt inzwischen aus. Und ich mache dann halt hierdurch, muss ich dann irgendwas über Photoshop visualisieren, wenn man hier so durchguckt, wollte ich mir überlegen. Und ja, inzwischen hat das langsam irgendeine Gestalt. Also ich bin ziemlich zufrieden damit und ja, mal gucken, was da noch weiter kommt. Aber auf jeden Fall ist das schon einigermaßen ganz gut geworden, finde ich. Ja, mal sehen, was ich noch weitermache. Ich muss hier noch so einen Balkon, so eine Brüstung machen und alles. Und dann geht's an die Möbel. So, inzwischen habe ich jetzt das Balkongeländer zurechtgefummelt und jetzt müsste ich quasi hieraus so eine Perspektive fotografieren und dann visualisieren. Mal gucken, wie ich das hinbekomme, aber ich finde, das sieht ganz gut aus, hier die Ecke, und ich glaube, mehr muss ich nicht machen. Ich habe gedacht, dass das viel mehr Arbeit ist, aber theoretisch brauche ich halt nur diese perfekte Ecke und dann kann ich halt den Rest halt visualisieren mit dem Programm. Jo. So sah mein Modell quasi zum Schluss aus. Ich habe es nicht zu Ende gebaut, aber es ist halt nur das Wichtigste, dieses Foto gewesen. Und deswegen habe ich hier noch so eine Tür aus Holz gemacht, die halt auseinanderfällt. Und dann noch hier. So. So, jetzt mache ich hier meine Raumperspektive. Hier kann man sehen, also aus meinem Modell, der Innenraum, wie ich den hier gestalte. Und jetzt mache ich zum Beispiel hier den Schatten. Dann kann ich hier die Deckkraft einstellen. Also mache ich hier mal so mein Innenraumfoto zu Ende. Also jetzt habe ich hier mein Gebäude in die Umgebung eingefügt. Jetzt ist das alles weg. Aber ich kann es ja nochmal öffnen, weil ich noch was Kleines bearbeiten möchte. Und dann bin ich auch endlich fertig. Ich füge das mal eben hier ein. So und zack. So sieht mein Gebäude aus. Habt ihr ja gesehen, mein Modell. Und jetzt habe ich das hier in die Umgebung eingefügt. So, jetzt kommen meine Zeichnungen, also jetzt kommt meine Endpräsentation, so wie ich das jetzt vor ein paar Tagen präsentiert habe. Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht warum, also die fanden das halt echt nicht gut. Also ich weiß nicht warum, aber normalerweise habe ich mir echt viel Mühe gegeben und normalerweise kenne ich mich dann mit den ganzen Programmen nicht so gut aus und ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, fand ihr das richtig schlecht. Und ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, weil theoretisch, also ich weiß nicht, was für einen Blickwinkel ich habe, aber dafür, dass ich das sonst nie gemacht habe, fand ich das eigentlich total in Ordnung. Aber irgendwie haben die bei mir richtig rumgemeckert. Das hat mich voll runtergemacht. Aber ich kann euch die Präsentation jetzt mal zeigen. Da sind halt die ganzen Skizzen, die ich gemacht habe, mit drin. Und dann diese Endvisualisierung. Und dann könnt ihr mir ja sagen, ob das halt wirklich so schlecht ist oder, ach Mann, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt mal. So, hier fängt es an mit diesen 3 Tafelzeichnungen. Also man musste quasi das Gebäude in allen möglichen Variationen zeichnen. Also quasi hier Untergeschoss, Obergeschoss und sowas. Ganz normal. Und dann gab es schon hier das Konzept, also ich hatte ja ganz viel Verglasungen und so in dem Gebiet, das seht ihr zum Beispiel hier, habe ich das gezeichnet, also ganz viel Fenster und so Gitter und ich wollte das halt auch in meinem Atelier dann halt zeigen und deswegen habe ich viele Fenster eingebaut und diese Balkongeländer. Von oben sollte man das bauen und zeigen, wo das Gebäude sich dann befindet. Man sollte dann halt noch einmal so einen Raumplan erstellen, um zu zeigen, was jetzt quasi was darstellen soll. Ich habe ja diesen Balkon innerhalb des Gebäudes, der halt nach unten geht und dann halt so ein paar Stichpunkte, wie das alles aufgebaut werden sollte. Dann hier einmal den Grundriss von oben mit ein bisschen comic-mäßiger Darstellung. Dann Ansicht. Also ich wollte halt zeigen, dass die Straße mega laut ist und halt befahren wird. Deswegen habe ich da ein Auto hingesetzt. Und dann hier noch einmal der Schnitt hier durch.
Genau, dann einmal die Isometrie quasi hier in der Umgebung einmal dargestellt, wie das Gebäude aussehen soll. Dann das Modellfoto, eigentlich einfach nur so zu modellieren, bevor man das normale gebaut hat, ob das so klappt. Dann der Grundriss, einmal hier ist das gepunktete halt dieser Luftraum, dieses Loch von oben, dann die Treppe hier nach oben hin und dann das Obergeschoss. Hier kommt man rein und hier ist dieses Übereckfenster und dieses Balkongeländer, was man dann hier dann sieht. Dann einmal geschnitten, wie das aussieht. Dann jeweils einmal so geschnitten andersrum quasi durch die Treppe durch. Dann so, wie das von vorne aussehen sollte. Und dann habe ich es nochmal hier zum Schluss dann halt in die Umgebung eingefügt, was ihr gerade eben gesehen habt, was ich bearbeitet habe. Und dann ist das nochmal das letzte, die Innenraumperspektive. Also man sollte quasi dann das so einfügen, als wenn das quasi an dem Ort wäre. Ich habe das gegenüber von so einem Rewe gehabt und darum habe ich das Bild da so eingefügt. Genau, jetzt konntet ihr euch ein bisschen einen Überblick verschaffen, was ich alles so machen musste. Das waren viel mehr Sachen, aber man sollte echt nicht so viel in diese Präsentation mit reinbringen. Und deswegen hat mich das umso mehr geärgert, dass die das halt echt nicht so gut fanden. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an allem immer gesessen habe. Jeden Tag von 7 Uhr morgens bis mindestens 15 Uhr. Und ja, ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist. Und das war jetzt Grundlagen, also das war jetzt Entwerfen. Und ich hatte insgesamt quasi ungefähr, sage ich mal, 3 Fächer. Und das war jetzt das eine, woran wir die ganze Zeit gearbeitet haben. Dann hatten wir noch Baugeschichte und dieses eine mit den Bungalows. Das zeige ich euch jetzt auch mal eben schnell. Das Baugeschichte ist einfach, wir hatten so einen Typus. Ich hatte Typus Wohnhaus und da hatte ich den Karl-Marx-Hof in Wien. Hatte ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, diese Riesenblätter ausgedruckt. Und das habe ich nochmal fertig gemacht und die muss ich jetzt am Montag drucken lassen. Das heißt, man darf halt nicht einzelne A4-Blätter nebeneinander legen, sondern muss komplett alles in eins drucken lassen. Deswegen muss ich das noch machen. Ich zeige euch mal eben, wie das aussieht. Ihr habt ja von dem letzten Video gesehen, dass das ja ungefähr so aussieht. Und jetzt habe ich hier Sachen, die ich wirklich fertig habe. Also einmal durchgeschnitten. Das ist jetzt nicht so ein großes Papier. Also das ist eine Seite, weil man quasi einmal da durchschneidet durch die Gebäude. Dann, jetzt kommen die großen Formate, also das ist wirklich riesig, 1 von 5, also es sind mehrere Seiten. Hier einmal, dann geht es hier weiter, also es ist einfach ein Riesending und ich habe das jetzt zusammengefügt bekommen, dass man das einmal sieht, wo auch immer habe ich das reingepackt. Ah, hier. Also es ist einfach voll riesig. Moment. So. Also hier dieses Ding ist halt einfach 6 DIN A4 Seiten lang und das muss ich halt drucken lassen. Das ist die Ansicht. Und dann halt einmal nochmal den Grundriss, den man da noch ausdrucken muss. Den habt ihr aber auch schon gesehen. Genau, das müsste ich noch erledigen. Also der sieht ja ungefähr so aus und das sind halt 1,1 Kilometer. Deswegen ist mein Blatt sehr lang. Genau, und das dritte Fach, habe ich ja gesagt, war ökologisches Bauen, wo wir dieses Studentenheim neu interpretieren sollten. Und ich habe diese Broschüre drucken lassen und ich wollte die eigentlich filmen, aber dann war halt eine von meinem Studium, die hat halt direkt einen Umschlag dabei gehabt, sodass wir das direkt in den Briefkasten der Hochschule werfen konnten. Und dann habe ich halt nicht Nein gesagt, weil bevor irgendwie was ist, kann man das halt direkt schon abgeben. Und dann hat man das im Briefkasten. Deswegen zeige ich euch mal die Datei, die ich da gemacht habe, damit ihr mal wisst, was das für ein Thema war oder was das für ein Fach war. Mussten das dann in Spiralbindung drucken lassen, also wie so ein Block. Und dann haben wir hier einmal ja, das Inhaltsverzeichnis, Zusammenfassung der einzelnen Schritte, die wir immer gemacht haben. Also Olympisches Dorf in München, solche Bungalows für Studenten. Und dann haben wir das erstmal komplett analysiert, wie das so normalerweise aussieht. Also hier von vorne, welche Maße die haben, wo die Hüllfläche ist, also wo die Energie quasi langläuft. Dann sollten wir Modelle dazu basteln, dann die Bauteile einzeln analysieren, wie die aufgebaut sind und die Werte davon berechnen, wie viel Wärme da verloren geht. Dann wirklich die Maße von allen einzelnen Bauteilen, weil man die brauchte für so ein Verfahren, was man berechnen musste, wie viel Heizenergie man innerhalb eines Jahres braucht. Und jetzt kommt halt schon das neue Konzept, was man sich selber überlegt hat und eine Anlage, die man sich herausgesucht hat, damit das Gebäude halt wenig Energie selbst verliert oder sowas. Und davon musste man das beschreiben und das ist halt das neue Gebäude, was man sich ausgedacht hat auf Archicad.
und dann halt nochmal neue Bauteile, die halt noch einen besseren Wert haben für den Wärmeverlust. Und dann halt am Ende nochmal die Werte miteinander verglichen und die mussten halt dieser neuen Energieeinsparverordnung entsprechen. Und die musste halt auch vielleicht wie am besten unterschritten werden. Und hier sind nochmal die Anlagen, was man dann noch alles berechnet hat, also so mit dem Verfahren hier alles am Ende. Und man muss halt natürlich auch gucken, ob Feuchte durch dieses Bauteil durchgeht und deswegen musste ich hier noch ein paar Sachen berechnen. Aber das ist halt alles angegeben gewesen, du musst es komplett eigentlich alles nur einsetzen. Also die Formel zum Beispiel hier oben, hier, die war vorgegeben und man weiß halt, welche Werte das sind und die setzt man da halt einfach ein. Und dann hat man solche Diagramme gemalt und dann war das halt auch schon fertig. Genau, dann musste man das in so einem Excel-Tool eingeben. Das hat man vorgegeben bekommen, war ganz einfach die Fläche quasi so wie handschriftlich, wurde das da mit Hilfe von so einem Programm gemacht. Und dann ist man dann halt am Ende auf sowas gekommen. Und das ist dann, glaube ich, das Ende. Genau. Ja. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick darüber bekommen, wie ich mein Semester jetzt beendet habe, mit was für Aufgaben und was alles so bei mir gefordert worden ist. Und ich weiß halt nicht, wann ich die Ergebnisse bekomme, aber auf jeden Fall wisst ihr, was so die Leistungen waren. Und wenn ihr die Videos davor geschaut habt, musste ich halt noch meinen eigenen Raum analysieren mit Treppe und sowas, weil es halt noch eine Zusatzaufgabe war, weil wir natürlich dann auf einmal zu Hause bleiben mussten. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mich gerne auf Instagram anschreiben. Ich glaube, ich habe schon über 20 Nachrichten von euch bekommen und alle beantwortet zu irgendwelchen Tests und mir wurden ja auch bestätigte Eignungsprüfungen also gesagt. Auf jeden Fall bringt das auf jeden Fall was, wenn man Leute fragt, die das schon machen. Ich würde mich auch gerne interessieren, ob ihr vielleicht irgendwie Architektur studiert und mir sagen könnt, was da jetzt so, ja, ich weiß, also es ist nicht das beste Modell gewesen, ich weiß, aber ich bin halt irgendwie nicht so ein Feinmotoriker und ich habe es halt einfach nicht besser hinbekommen. Und deswegen weiß ich auch nicht. Also könnt ihr mal gerne eure Meinung schreiben, ob das jetzt so grottenschlecht war oder wie auch immer. Ich bin gespannt, ich hoffe, die lassen es noch gelten und jetzt habe ich erstmal Ferien und mal sehen, was ich in den Ferien mache. Auf jeden Fall hat das echt eigentlich ganz viel Spaß gemacht, nur ich war immer an den Sachen dran. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal froh, dass ich ein bisschen Freiheit habe und mal sehen, wie ich meine Ferien genieße. Also das nächste wird wieder ein Heidepack-Video, also seid gespannt. Es wird jetzt regelmäßig was kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao!